Moin ihr Chaoten, heute zeige ich euch den tragbaren Ordo Parisis Megamare. Ihr kennt Megamare von Ordo Parisi, das Monster, das salzige Monster. Aber heute zeige ich euch auch einen Duft. Der ist salzig, hat zum Beispiel schwarzes Meersalz drin und er hat eine ähnliche DNA, aber hat einfach so viel mehr und er ist einfach tragbar und er muss sich nicht vor dem Megamare verstecken und auch nicht von der Haltbarkeit und CH. Da aber später zu. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Falkensager aus Hamburg. Ihr wisst Bescheid. So, ja, Duimzi, Lorenzo Pazzaglia, wenn richtig ausgesprochen. Das lassen wir den Profis. So, schöner Flakon. Ne? Ich hoffe, der Fokus kann das nehmen. Wow, Lorenzo Pazzaglia mit Duimzi. So, Duimzi, also die eine Traumsee, ein Traummeer, whatever. Und so ist das auch. Also, warum ist er tragbarer? Warum ist er besser als der Megamare? Ich will den auch gar nicht groß irgendwie vergleichen. Aber er hat eben, wenn man den ausspricht oder auch dran riecht, habt ihr oder kriegt ihr eben sowas, dieses salzige eben schon von Megamare, dieses typische salzige mit. So, aber das kommt erst später, obwohl man es sofort riecht, aber am Anfang ist einfach Ozon. Ozon bestimmt erstmal die DNA. Ja, Ozon ist aber sehr schwer zu beschreiben, würde ich mal behaupten. So, dann haben wir aber Pfeffer. So, und dieses Pfeffrige am Anfang, aber stellt euch das nicht wie so eine Pfeffermühle vor oder irgendwie so typischer Pfefferduft. Nein, das ist es nicht. Er ist sofort schon cremig, salzig, pfeffrig. Das habt ihr schon mal. Und was einfach wichtig ist, sind diese aquatischen Noten, die ihr dann sofort habt. Und das macht den so interessant. Wie gesagt, Ozon zu beschreiben, beziehungsweise ein Duft, ein Duftinhalt Ozon zu beschreiben ist, ja, keine Ahnung. Albern. Den Pfeffer, das Salzige, das kann man alles, das Aquatische kann man tatsächlich beschreiben, aber Ozon, wie soll man das jetzt, stickig? Nee, eigentlich nicht. Ist trocken? Nee, kann man nicht wirklich, oder ich kann es jedenfalls nicht so wirklich beschreiben. Also jedenfalls nicht so für einen Duft. Wenn man Ozon und was weiß ich anderweitig irgendwie beschreiben möchte oder darüber talken möchte, ist das was anderes. Aber über einen Duft, wie riecht der? Also hätte jetzt nicht gesagt, wenn einer sagt, na, was riecht der? Ja, der riecht nach Ozon. Das hätte ich natürlich nicht gesagt. So, hätte ich das nicht gewusst, dass es da tatsächlich Ozon drin sein soll, ne? Aber ihr merkt was Salziges, Pfeffriges und Aquatisches. Und das ist schön. Und dann diese Cremigkeit im Background, die der Megamare ja zum Beispiel nicht hat, obwohl er präsent ist und diese leichte DNA, ne, im Background mit sich führt. Dann habt ihr auch Gewürze, die dann kommen und was ja so ein bisschen blütenmäßiges, also so Rose kommt auch noch, aber dann noch andere Blüten hinzu und wie gesagt, viele Gewürze. Welche Gewürze kann ich nicht wirklich sagen, auf jeden Fall sind es Gewürze und dieses ganze Zusammenspiel macht aus diesem Duft ein Traum, aber immer im Background habt ihr richtig schön was Salziges. Genauso wie beim Megamare. Nur, dass dieser Megamare einfach, ja, holt die Titanic wieder rostig, Algen und das extrem rostige, starke, das habt ihr hier nicht. Obwohl der Duft auch präsent stark ist. Da kommen wir aber, wie gesagt, später zu. So, und dann kommen wir, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, zu diesen schwarzen, schwarzes Salz, glaube ich, und zum Meersalz, sorry, schwarzes Meersalz. So, das ist eben das, was ich von Anfang an rieche. Das kommt normalerweise erst in der Basisnote, so ist es angegeben. Ich rieche es aber schon in der Kopfnote. So, das ist einfach Fakt, das werdet ihr auch riechen. Man riecht einfach das Salzige. Und wenn ich den jetzt hier sprühe, guter Sprüher, das sind 50 ml. Und ich werde auf jeden Fall von der Brand noch einige andere testen für 150 Euro. Jedenfalls, das ist es auf jeden Fall Preis-Leistung bombastisch gut. Wirklich, weil die DNA so geil ist. Ihr müsst euch Megamare von dieser Salzigkeit nicht ganz so doll vorstellen. Aber dann habt ihr, was jetzt kommt noch, ist eben die Vanille. So, ihr habt also Pfeffer, ihr habt was Aquatisches, ihr habt dieses Salzige, diesen Salzakkord, der durchgehend da ist, ihr habt eine Rose, leicht Background, ihr habt Blüten und dann habt ihr eine Vanille. Und das müsst ihr euch, guck mal, dieser Megamare ist ja, ich liebe Megamare, aber
das ist geiler. Und wenn das warm ist, ich habe diesen Duft letztens bei 25 Grad getragen. Absolut nice. Schon wenn ich darüber rede, hier, ich krieg Gänsehaut. Geil, wirklich ohne Scheiß. Man nennt es auch Apple Parker. Ja, ist geil. Das ist ein geiler Duft. Das hätte ich nicht gedacht. Ne? Und selbst gekaufter Flakon natürlich. Und sehr nice. Sehr nice. Kann ich nur so sagen. Und jetzt kommen wir zur Haltbarkeit. Und er muss sich da nicht verstecken. Wir sind da locker bei 10 Stunden Haltbarkeit und aufwärts. Vielleicht bei manchen auch ein bisschen weniger. Aber er schafft locker die 10 Stunden. Und genauso wie die Triage die ganze Zeit. Ich habe an diesem Tag, wo es warm ist, habe ich noch Basketball gespielt und ein bisschen Fußball. Er hat performt beim Schwitzen. Ich habe jetzt nicht so doll geschwitzt, aber extrem, trotzdem war er da. Selbst wenn du also so hier, jetzt schwitze ich auch, es ist sehr warm, ne, auch mal in Hamburg und dann vorm Licht und so weiter. Und Fakt ist aber auf jeden Fall, 3 Wettertopf, wollte ich schon sagen. Nein, der sitzt einfach, der performt und ist da, Punkt. Und das macht ihn interessant. Und es macht ihn einfach mehr, er hat viel mehr Sexappeal. Der hat ja gar kein Sexappeal, ganz ehrlich. Es ist einfach ein extrem salziger, aquatischer Duft, den man lieben lernen muss, ne? Und hier habt ihr es gleich. Das, was euch da vielleicht fehlt, wenn ihr sagt, ich finde ihn irgendwie geil, aber kann ihn nicht tragen, dann holt euch Dreamsea, weil da habt ihr das, was euch da wahrscheinlich fehlt. Nämlich diese schöne, geile Vanille und nicht synthetisch, nicht pappsüß, nein, alles schön zusammen. Die Rose ist wirklich nur im Background, riecht und nicht wirklich so. Ihr riecht die weißen Blüten, dann dieses leicht pfeffrige Ozon, wie gesagt, bla bla. Und alles, was ich eben aufgezählt habe, ist einfach genial. Und plus ihren geilen Flakon und der liegt so schön drin in der OVP. Also für den, was ist wirklich Preis-Leistung, ist wirklich 1A. Muss ich wirklich betonen. Und alles andere, was ich so sehe von der Brand, gefällt mir, wenn ich das so lese. Und deswegen werde ich die mal unter den Riechkolben führen, beziehungsweise auch mal auschecken. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Das ist schon wirklich nice. Und gefallen mir wirklich gut. Und ja, mehr muss man eigentlich gar nicht so Dreamsea sagen. Der hat, oder auf so einer bestimmten Seite, hat er 7,4 nur bekommen. 7,4, das finde ich zu schwach, wirklich zu schwach. Ich habe ihm tatsächlich eine 9,5 gegeben, weil er kann auch im Winter getragen werden. So stark ist er. Und wie gesagt, jetzt im Sommer perfekt, trotz Vanille und das, was ich alles so erzählt habe. Es passt einfach. Und wenn ihr den mögt, aber den nicht so oft tragen wollt, dann den. Und wenn ihr den gar nicht mögt und sagt, ja scheiße eigentlich, ja, den werdet ihr mögen. Auch wenn er salzig ist und dieses schwarze Meersalz da drin hat, ne? Und ja, mehr muss man eigentlich zu diesem geilen Duft gar nicht sagen. Ein bisschen Sandelholz ist auch noch drin. Also ihr kriegt so ein bisschen dieses Holzige noch im Background, das hatte ich noch vergessen. Das habt ihr auch noch. Also genial. Ich kann nur sagen, genial. Wirklich ein richtig geiles Teil. Und da hat mich auch nicht die 7,4 abgeschreckt, weil gerade, wenn auf dieser bestimmten Seite, die gerade nicht so hoch performen, sind sie meistens gut. So, das ist meistens so. Und ja, finde ich geil. Also, solltet ihr Dreamsea, solltet ihr auf jeden Fall testen. Ist nice. Wenn ihr mal diesen ein bisschen tragbarer haben wollt und so weiter und so fort. Also Grüße gehen raus an meinen Mitglied. Schreibt mal runter, kennt ihr diesen Duft schon? Kennt ihr überhaupt von dieser Brand einen anderen Duft? Wenn, sagt mir, welchen ich als nächstes testen soll, beziehungsweise kaufen soll und so weiter oder welcher. Und schreibt mal ein bisschen was dazu, in welche Richtung die auch gehen und nicht von Duft her, von irgendwelchen anderen Düften, sondern ne, und so weiter und so fort. Das würde mich ja interessieren. Also, und da bin ich raus und bis zum nächsten Mal.